In diesem Video spreche ich über Inklusion. Ich beantworte folgende Fragen. Was bedeutet das eigentlich? Für wen ist sie wichtig? Wie funktioniert sie? Und gibt es sie wirklich? Für mich ist Inklusion eine Illusion. Warum? Das erfährst du in diesem Video. Ich lebe mit einer infantilen Zerebralparese, sitze im Rollstuhl und organisiere mein Leben mit Assistenz. Jeden Tag erlebe ich, wie Nähe und Ausschluss oft direkt nebeneinander existieren. Für viele heißt Inklusion dazugehören, nicht nur eingeladen werden, wenn alles schon entschieden ist, sondern von Anfang an mitgedacht werden. Inklusion ist kein Sonderprogramm und keine Extrawurst. Es ist die Grundidee, dass alle Menschen, mit und ohne Behinderung, alt oder jung, arm oder reich, mit unterschiedlicher Herkunft, Sprache, Religion oder Identität selbstverständlich teilhaben können. In der Schule, im Job, in der Kultur, im Internet, im Bus, im Park, in der Arztpraxis und am Wahltag. Es geht um Zugang, Teilhabe, Respekt und um Selbstbestimmung. Für wen ist Inklusion wichtig? Für alle. Manche merken es sofort. Menschen mit Behinderung, pflegebedürftige Menschen, Eltern mit Kinderwagen, Ältere, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder mit Migrationsgeschichte. Andere merken es erst später, wenn ein Bein gebrochen ist, die Augen schlechter werden, das Hören nachlässt, die Sprache schwerfällt oder wenn das Internet plötzlich unverständlich ist. Inklusion ist wie ein Sicherheitsnetz. Du merkst erst, dass es dich trägt, wenn du fällst. Und ehrlich gesagt, wir fallen alle irgendwann. Warum ist Inklusion wichtig? Weil sie Freiheit und Würde schützt. Weil sie aus Betroffenen Mitgestaltende macht. Weil sie Vielfalt nicht als Störung behandelt, sondern als Ressource. Gesellschaftlich ist Inklusion klug. Sie verhindert, dass Talente verloren gehen. Sie reduziert Einsamkeit, spart langfristig Kosten und stärkt die Demokratie. Wirtschaftlich ist sie sinnvoll. Barrierefreie Produkte erreichen mehr Menschen. Barrierefreie Arbeitsplätze binden Fachkräfte. Und persönlich bedeutet sie, ich muss nicht ständig erklären, entschuldigen, kämpfen. Ich darf einfach da sein. Wie funktioniert Inklusion konkret? Sie hat 3 Ebenen. Erstens, die Haltung. Inklusion beginnt mit der Frage, was brauchst du, damit du mitmachen kannst? Nicht mit, warum geht das nicht? Haltung heißt, zuhören, ernst nehmen, gemeinsam Lösungen suchen, Fehler erlauben. Es ist okay, etwas nicht zu wissen. Wichtig ist, zu fragen. Zweitens, die Strukturen. Ohne Regeln, Budgets und Standards bleibt Inklusion Zufall. Barrierefreie Gebäude, bezahlbare Assistenz, barrierefreie Websites, klare Zuständigkeiten, einfache Anträge, verlässliche Mobilität. Das sind keine Extras, sondern Grundvoraussetzungen. Drittens, die Praxis. Inklusion zeigt sich im Alltag, in vielen kleinen Entscheidungen. Wird ein Termin hybrid angeboten? Ist die Tür schwer? Gibt es im Theater Plätze, von denen ich die Bühne wirklich sehe? Kann ich online buchen ohne Capture-Hürden? Praxis heißt Co-Design. Gemeinsam planen, testen, verändern. Jetzt zur ehrlichen Frage. Gibt es Inklusion? Aus meiner Sicht nicht wirklich. Jedenfalls nicht vollständig. Ich erlebe Fortschritte. Ja. Und gleichzeitig erlebe ich täglich Ausschluss. Ein Gebäude ist barrierefrei, außer die Toilette. Eine Veranstaltung ist inklusiv, außer die Anmeldung, die nur telefonisch geht. Eine Website ist modern, außer für Screenreader. Ein Bus hat Rampen, außer sie sind kaputt. Und selbst wenn die Technik stimmt, fehlt oft Zeit, keine Kapazität,
tut mir leid. Es gibt gut gemeinte Projekte, die am Ende nur zeigen, wie anders man ist. Das ist nicht böse gemeint, aber es grenzt dennoch aus. Ich glaube, perfekte Inklusion gibt es nicht. Es wird immer jemanden geben, der ungewollt ausgeschlossen wird. Wenn jemand inkludiert wird, gibt es automatisch auch jemanden, der exkludiert wird. Jeder Mensch ist unterschiedlich und deshalb sieht Inklusion für jeden anders aus. Genau das macht es unmöglich, eine einzige, allgemeingültige Inklusion zu schaffen. Inklusion ist, wenn man so will, eine Illusion, die man immer nur aus der eigenen Perspektive erkennt. Das klingt vielleicht verwirrend, aber ich meine Folgendes. Beispiel Schule. Ich selbst wäre auf einer Regelschule wahrscheinlich nie zurechtgekommen. Warum? Wegen meiner Körperbehinderung kann ich nicht schnell schreiben. Ich hätte eine Schulbegleitung gebraucht, die für mich mitschreibt. Und genau das hätte mich wieder besonders gemacht. Im negativen Sinne. Die anderen Kinder hätten gemerkt, dass ich anders bin und mich vielleicht ausgeschlossen. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie nicht verstehen, was Inklusion wirklich bedeutet. Ein anderes Beispiel ist Geld. Oft heißt es, alles müsse barrierefrei sein. Aber in der Realität kostet Barrierefreiheit meistens extra. Ein höhenverstellbarer Tisch, ein spezieller Rollstuhl, eine Rampe, ein Aufzug oder ein barrierefreies Bad. All das ist teuer. Viele sagen dann, das können wir uns nicht leisten. Und genau in dem Moment hört Inklusion auf. Denn wer das Nötige nicht bezahlen kann, bleibt draußen, egal wie schön die Konzepte auf dem Papier klingen. Ich erlebe das auch im Alltag. Geräte, Hilfsmittel oder Software, die für Menschen mit Behinderung gemacht sind, kosten oft ein Vielfaches des normalen Produkts. Dabei sollte es umgekehrt sein. Wenn etwas für alle nutzbar ist, sollte es auch für alle bezahlbar sein. Sonst bleibt Inklusion ein schönes Wort, das an der Realität scheitert. Aus meiner Sicht gibt es keine echte Inklusion. Wenn du magst, schreib mir in die Kommentare, wo erlebst du Inklusion? Wo erlebst du Ausschluss? Was hat dir wirklich geholfen? Lass uns sammeln, was funktioniert und laut benennen, was nicht funktioniert. Denn selbst wenn es die richtige Inklusion noch nicht gibt, wir können heute damit anfangen, sie ein Stück realer zu machen. Schritt für Schritt. Entscheidung für Entscheidung. Gemeinsam.